Herzlich willkommen zu unserem 6. und vermutlich letzten Video aus Tadschikistan. Wir nehmen euch mit nach Mogab, dem ehemaligen sowjetischen Pamir-Posten. Und wir überqueren mit euch den höchsten Punkt des Pamir Highways, einer der aufregendsten Momente unserer bisherigen Reise. Um dann am wunderbaren Karakul anzukommen. All das gibt's nach dem Intro. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Schönen guten Morgen aus Korok. Es wird Zeit, weiterzufahren. Wir haben uns jetzt hier 2 Tage ausgeruht und der Film ist 2 Wochen alt und nicht mehr aktuell. Es ist viel passiert in diesen 2 Wochen. Wir sind zwischendurch zurückgekehrt nach Duschanbe, um unser Steuergerät umprogrammieren zu lassen. Und unser Fahrzeug war in 2 unterschiedlichen Werkstätten. Es ist endlich vollbracht. Der Motor läuft wieder so, wie er soll. Wir sind bereit, jetzt endlich die Etappe nach Mogab in Angriff zu nehmen. Wir füllen jetzt unsere Vorräte auf und werden uns auf den Weg machen. Seid dabei! Wir sind on the road again. An dieser Stelle standen wir schon mal vor 2 Wochen. Wir haben uns mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen entspannt und vertrauen darauf, dass unser Van mitmacht. Wir sind auf etwa 3000 Metern. Das letzte Mal sind wir auf 3300 Metern liegen geblieben. Wird noch mal ein bisschen aufregend über die nächsten paar Kilometer. Genau, drückt uns die Daumen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass jetzt alles glatt läuft. Auch diesmal halten uns die Bauarbeiten auf dem Pamir Highway auf. Nach 2 Stunden Wartezeit steht unserer Weiterfahrt nichts mehr im Wege. Während wir uns langsam der Stelle nähern, an der wir vor 2 Wochen liegen geblieben sind, steigt bei uns die Spannung. Diese ist letztlich unbegründet, denn Puschel meistert die Höhe diesmal problemlos. Hallo, ein kurzes Update. Wir sind auf 3750 Meter mittlerweile. Wetterumschwung gab es auch, aber das ist ja typisch für die Berge. Die Stimmung ist mystisch, die richtig krass. Wir haben jetzt so 1 Grad und was soll ich euch sagen, Puschel läuft und schnurrt wie eine Nähmaschine. Das Einzige ist, dass der Dieselverbrauch uns jetzt irgendwie so ein bisschen hoch vorkommt. Deshalb überlegen wir morgen in Mogab vielleicht auch noch mal in eine Werkstatt zu gehen. Wir werden es heute auf keinen Fall bis Mogab schaffen. Es ist jetzt 3 Uhr und ja, wir denken, wir können so bis 5 Uhr ungefähr fahren. Genau, ja, wir sind auf jeden Fall guter Dinge und es fühlt sich gut an. Der Wagen läuft, die Reise geht weiter.
Guten Morgen, es ist 7:30. Wir sind gestern gegen 17 Uhr an diesem Platz angekommen. Wer uns folgt, der weiß ja, dass unsere Reiseregel Nummer 1 ist, fahre nie bei Dunkelheit, schon gar nicht auf dem Pamir Highway. Genau, wir haben aber trotzdem nicht so richtig erfassen können, wie wunderschön das hier eigentlich ist, weil es war schon so ein bisschen schummrig. Der Platz ist so ein bisschen spooky gewesen gestern, weil hier so verlassene Häuser sind. Ein Auto haben wir hier gesehen und es gibt auch Solarpanel und eine Satellitenschüssel, aber wir haben keinen Menschen hier entdecken können. Wir sind hier auf etwas mehr als 4000 Meter. Die Höhe merken wir auch ganz ordentlich mit ein bisschen Kopfschmerzen und ein bisschen Schwindel. Wir haben gestern Abend natürlich die Heizung angeschmissen. Wir hatten etwa -8 Grad heute Nacht, ja. Was jetzt für unsere Reise bedeutet, dass wir von 42 Grad plus in Kasachstan bis -8 Grad alles dabei hatten. Wir genießen es und wir finden diese Mondlandschaft um uns herum hier einfach wunderschön. Ja, es ist einfach total faszinierend, wie viele unterschiedliche Gesichter der Pamir Highway zu bieten hat. Und es ist einfach echt cool gewesen, heute Morgen aufzuwachen, rauszugucken und dann begrüßt uns die Sonne mit dieser Landschaft. Das ist einfach wunderbar. Wir haben relativ schlecht geschlafen. Ich schätze mal auch aufgrund der Höhe. Heute Nacht um 3 haben wir uns plötzlich beide angeguckt und das fühlte sich an, als hätten wir aufstehen können. Gott sei Dank sind wir dann doch noch mal eingeschlafen. Wir frühstücken jetzt und machen uns auf den Weg nach Mogab. Ganz genau. In Mogab stehen wir am Gasthaus Erali, dessen Betreiberfamilie gleichzeitig den Grenzübertritt nach Kirgisistan für uns organisiert. Nach unserer Ankunft starten wir einen Erkundungsrundgang durch den hauptsächlich von Kirgisen bewohnten 7000 Seelen großen Ort. Im Gasthaus Erali genießen wir die begehbare Dusche, die gleichzeitig wie ein Dampfbad wirkt und von einem alten Holzofen beheizt wird. Den Abend verbringen wir mit Bruno. Er ist Vollzeit-Traveler aus Argentinien und per Anhalter unterwegs. Das erste Mal gesehen haben wir uns auf dem Afghanenmarkt im Wakhan Valley. Erali, der Betreiber des Gasthauses, gibt uns ein paar wertvolle Ausflugstipps für die Region. Bevor wir die nächste Etappe zum Karakul antreten, fülle ich zusammen mit Eralis Vater unseren Wassertank auf.
Siralis Frau und seine Mutter freuen sich über eine exklusive Roomtour durch unseren Van. Danke, schön war's bei euch. Zum Abschluss besuchen wir den Basar in Murghab, dessen Verkaufsstände sich in ausrangierten Schiffscontainern befinden. Wir folgen Siralis Tipp und suchen den Akbura-Meteoritenkrater. Leider finden wir keine Möglichkeit, den Fluss zu überqueren, um zum Krater zu gelangen. Nach 2 Tagen und Nächten in Murghab sind wir jetzt wieder on the road. Wir freuen uns auf Karakul und den gleichnamigen See. Vorher gibt es aber auch noch ein bisschen was zu entdecken, unter anderem eine alte Karawanserei. Wir sind ja, wie ihr wisst, auf der alten Seidenstraße unterwegs. Die Landschaft, die wir jetzt hier erleben, ist traumhaft schön. Eigentlich wie immer sind wir total begeistert und können unser Glück eigentlich gar nicht fassen. Es ist super, super schön. Wir haben hier schneebedeckte Berge, die Sonne scheint. Wir haben die Straßen quasi für uns alleine. So stellt man sich Vanlife vor. Wir melden uns in Kürze wieder und genießen unsere Fahrt. Wir sind an der ersten von 2 Karawansereien angekommen, die auf der Route nach Karakul liegen. Der Zustand ist vielleicht nicht mehr der beste, was aber total spannend ist, ist die Lage. Die Karawanserei liegt nämlich direkt an der chinesischen Grenze und hinter uns im Hintergrund ganz schwach kann man vielleicht sehen, den Grenzzaun.
Wir nähern uns nicht nur dem östlichsten Punkt unserer Reise, sondern auch dem höchsten. Auf dem Akbaital-Pass steigt der Pamir auf 4.655 Meter an und unser Puls gleich mit. Wechselnde Untergründe aus Schnee und angeschmolzenem Lehmboden machen die letzten Meter besonders aufregend, aber wir schaffen sie. Überwältigt von diesem schönen Panorama und der Tatsache, dass wir es mit unserem Kastenwagen tatsächlich bis auf das Dach der Welt geschafft haben, genießen wir eine Pause. An der zweiten Karawanserei angekommen, wird uns mal wieder bewusst, unter welch beschwerlichen Bedingungen die Händler damals auf der Seidenstraße gereist sind. Am Karakul suchen wir uns einen schönen Platz zum Übernachten außerhalb des Dorfes. Gefunden werden wir dennoch. Hamid und sein Freund klopfen morgens neugierig an unsere Tür. Leider müssen wir nach nur einer Nacht weiterziehen, da unser Gasvorrat zur Neige geht. Schade. Wir haben eine sehr schöne, ruhige, wenn auch kalte Nacht bei minus 8 Grad am Karakul verbracht, den wir jetzt gerade noch mal so ein Stück weit umrunden. Wir sind jetzt auf dem Weg zur kirgisischen Grenze. Da sind wir angemeldet. Für Touristen kostet der Grenzübergang mittlerweile $20 pro Person. Und es gibt 3 Agenturen, sogenannte Agenturen, bei denen man sich vorher anmeldet. Kriegt dann eine Karenz von einer Woche, wann man über die Grenze fährt. Und genau, das haben wir vor ein paar Tagen gemacht. Und wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Unsere Pläne haben wir ein bisschen geändert. Wir waren heute Nacht einmal kurz wach, weil unsere Bordbatterie runter war. Und auch unser Gastank ist mittlerweile fast leer, weil wir in Korok kein Gas nachladen konnten. Insofern werden wir jetzt durchfahren nach Osch und dort uns auf die Suche nach Gas machen. Wir haben eine Stelle gefunden in Iowa-Länder, wo wir Gas tanken können sollten.
Kurz bevor wir die tadschikisch-kirgisische Grenze erreichen, hört die Straße quasi auf zu existieren. Für uns bedeutet das mal wieder Abenteuer pur mit einem nur Zweirad angetriebenen Kastenwagen. Unsere Gespräche werden weniger, unsere Anspannung steigt. Wir verlassen Tadschikistan und machen uns auf durch 15 Kilometer Niemandsland. Zwischendurch fragen wir uns unabhängig voneinander, ob wir eigentlich verrückt sind, weil wir uns und unserem Van diese Strecke zumuten. Schließlich erreichen wir den kirgisischen Grenzposten und können problemlos einreisen. Dieser Trip hat Spuren bei uns hinterlassen. Die bei Puschel spülen wir in Osch einfach weg. Unsere halten wir auch mit diesem Film fest. Das war unsere Woche in Tadschikistan. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.